Mein Name ist Martina Weinland und ich bin Mitarbeiterin des Stiftung Stadtmuseum Berlin. Wir befinden uns hier in einem gemischten Depot, Gold und Silber. Das war ja durch die Gewinnung überhaupt dieses Materials war schon enorm kostbar, weil ganz viel Handarbeit da drin steckte, ganz viel Arbeit überhaupt, erstmal das Silber zu schürfen. Und dann gehörte natürlich eine hohe Fertigkeit dazu, aus solchen kleinen Klumpen etwas zu walzen und zu prägen. Und je feiner und filigraner und raffinierter gearbeitet wurde, dann noch teilweise mit Edelsteinen untersetzt und eingebunden. Das alles war dann dem Publikum auch den hohen Preis wert. In der Silbersammlung kommen natürlich die ganz regulären ICOM-Aufgaben, die heißen da bewahren, pflegen und erforschen. Man wird die Maße nehmen, man wird versuchen, ein Arbeitsfoto zu erstellen und ganz, ganz wichtig tatsächlich ist immer wieder die richtige Verstandortung der Objekte. Denn man glaubt es nicht, auch bei 1500 Objekten der Silbersammlung und letztendlich 15 Schränken, in denen sich die Objekte befinden, verliert man die Übersicht. Dann gibt es auch Leihanfragen, die betreut werden müssen, Vorbereitungen für interne und externe Ausstellungsvorhaben. Das bedeutet gerade mit der Silbersammlung auch, dass man mit der entsprechenden Restaurierungswerkstatt eng zusammenarbeitet, denn die Objekte müssen natürlich in einem ausstellungsfähigen Zustand sein, wenn man sie dann der Laie anvertraut. Hier habe ich ein ganz besonderes Objekt. Das fand sich in vielen Handarbeitskörben in der Biedermeierzeit. Aber wofür es eigentlich verwendet wurde, hat sich leider dann nicht erhalten. Wir haben, wenn wir sie aufklappen, darin auch einen kleinen Säugling, den dieser Storch praktisch im Leib trägt. Und wir sehen auch hier, wenn wir versuchen, damit irgendwas abzuschneiden, dass das nicht gut ginge, weil hier gar keine geschliffenen Kanten sind, also gar keine Schärfe. Das war ein Utensil, was die Hebammen verwendeten, nämlich bei der Geburt dann die Nabelschnur abzuklemmen. Also eigentlich ist es eher eine Storchenklemme als eine Storchenschere. Und es ist ein ganz, ganz wichtiges Utensil gewesen. In der Silbersammlung gibt es, wie eigentlich in allen 40 Sammlungen des Stadtmuseums, natürlich auch das älteste Objekt. Und das ist hier bei uns ganz eindeutig der sogenannte Thomasbecher. Der Thomasbecher von 1690 zeigt, wie die beiden unabhängigen Städte Berlin und Köln, Berlin durch den Bären dargestellt und Köln durch einen Adler präsentiert, wie diese beiden sich umarmen. Und jedes Jahr am 21. Dezember kamen die beiden Räte von Berlin und Köln im Rathaus zusammen, um ihre Politik abzustimmen und sich auf das nächste Jahr zu verständigen. Jedenfalls dieser Thomasbecher ist zugleich auch ein sogenanntes Vexiergefäß. Das heißt, er besteht aus verschiedenen Kammern und in der einen Kammer war dann der gute, schöne Wein und in der anderen Kammer war das Wasser. Und je nachdem, wie geschickt oder ungeschickt man den Becher zum Mund führte, hatte man dann eben den Wein oder das Wasser.
Auch ein anderes sehr, sehr dekoratives Stück aus der Silbersammlung, obwohl es ja mit 18 Karat sogar vergoldet ist, ist diese zauberhafte kleine Schüssel. Das Ganze war also eine Écuellée, so heißt dieses hier, eine kleine Suppenschale für Wöchnerinnen. Und da die Wege in Schlössern ja relativ weit waren, war es natürlich besonders klug, so ein Metallgefäß zu haben. Und so kam dann also die Wöchnerinnensuppe wirklich auch heiß bei der gerade frisch entbundenen Mutter an. Auch eine ganze Besonderheit hier ist dieser Pokal, der für Dr. Ernst Ludwig Heim 1822 gefertigt wurde. Und der Dr. Ludwig Heim war insofern ein ganz besonderer Berliner, weil er nämlich einerseits der Leibarzt der Königin Luise war und andererseits einmal wöchentlich auch eine Armensprechstunde durchführte, wo also die geplagten, aber armen Leute ganz umsonst sich von ihm behandeln lassen konnten. Und das Besondere, dass hier auch in dem Fuß von dem Pokal ist eine kleine Spieluhr eingearbeitet und die kann ich jetzt mal ein bisschen zum Klingen bringen. Diese Silbersammlung hat ihre kunstgewerblichen Highlights. Sie hat die namhaftesten Berliner Goldschmiede vertreten, aber ihre eigentliche Bedeutung, ihr Wert ist tatsächlich die Biografien.